Heute werden wir eine kleine Übung machen, die demonstrieren soll, worauf man achten muss, wenn man eine Montage macht. Eine Montage ist ein Bild, das aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt wird, die untereinander gut harmonieren müssen, um das Ergebnis glaubwürdig oder ästhetisch angenehm aussehen zu lassen. Dafür habe ich mir zwei Fotos aus dem Internet ausgesucht. Einmal dieses schöne Stillleben und das Foto einer Ballerina. Links für beide Fotos findet ihr in der Beschreibung des Videos. Die Idee ist, die Ballerina auszuschneiden und sie in unserem Stillleben auf dem Schreibheft tanzen zu lassen. Dabei werden wir achten müssen, dass die Ballerina stilistisch, das heißt sowohl von der Farbe als auch von der Licht her an die Atmosphäre des Stilllebens angepasst wird. Wir werden also die Aufgabe in verschiedenen Schritten machen. Zunächst werden wir die Ballerina freistellen, sie farblich an das Stillleben anpassen und uns am Ende mit anfallendem Licht und Schatten beschäftigen. Und was das Licht betrifft, wie ihr schon sehen könnt, ich habe schon bei der Auswahl der Motive darauf geachtet, dass sie ähnlich ausgeleuchtet sind. Bei beiden Elementen kommt das Licht von links, hat ähnlichen Winkel und ist diffus, das heißt, es gibt keine harten Schatten. Und korrekte Ausleuchtung der Elemente ist eine der wichtigsten Regeln, auf die man achten soll bei der Auswahl der Motive. So viel zur Einführung. Lass uns mal starten. Wir werden jetzt die Ballerina freistellen und das machen wir mit Freistellung Tool, was GIMP anbietet. Zuerst machen wir eine grobe Maskierung. Mit Enter-Taste bestätigen wir diese Auswahl. Und jetzt nutzen wir diese drei Pinsel, um das Bild freizustellen. Also zuerst malen wir Vordergrund. Dann Hintergrund. Dann wieder ein bisschen Vordergrund. So in etwa. Wählen hier zuerst Algorithmus, der schneller ist, aber nicht so präzise. Mathing Global. Und gehen wir wieder ins Bild. Und mit Enter-Taste starten wir den Algorithmus. Ja, Auswahl ist nicht schlecht, aber man sieht ja, unten gibt es Artefakte. Jetzt probieren wir das gleiche mit anderem Algorithmus. Also diesmal wählen wir Mathing Levin. Ja, und er macht es viel besser. Mal schauen, ob alle Details stimmen. Man kann es jetzt noch nacharbeiten, aber jedes Mal, nach jedem Pinselstrich, fängt der Algorithmus an, nochmal zu arbeiten. Deswegen muss man schauen, dass wir nicht so viele Striche machen, weil er jedes Mal berechnen muss. Okay. Auswahl ist nicht schlecht. So, wir können es jetzt wieder wählen.
Jetzt haben wir den Auswahl ins Kanal, falls wir es wieder brauchen. Steuerung C zu kopieren, Steuerung V ins neue Ebene. So, wir haben jetzt unsere Auswahl. So, im nächsten Schritt möchten wir gerne die Farben von Ballerina an das Hintergrundbild anpassen. Um das machen zu können, brauchen wir das Hintergrundbild als Referenz. Das heißt, wir kopieren das Bild und fügen es als neue Ebene ein. Also markieren die untere Ebene bei Ballerina und Steuerung V, fügen es als neue Ebene ein. Jetzt haben wir das Referenzbild. Um die Farben zu übertragen auf die Ballerina, werden wir ein Plugin benutzen, das man hier unter den Filters Gimmick finden kann. Das ist ein Plugin, der ganz viele verschiedene Filter besitzt für verschiedene Zwecke und man kann es auch installieren. Es gehört zu freier Software und Link zu diesem Plugin steht in Beschreibung des Videos. Wir werden für diese Zwecke Unterordner Farben benutzen, weil dort befinden sich die Filter, um die Farben zu transferieren. Und wenn man hier sieht, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Farben zu übertragen. Histogramm, Patch-Based, PCA, variational. Und wir schauen uns mal an, wie diese Filter jeweils die Farben übertragen und wählen einfach den besten aus diesen 4 Optionen. Zuerst fingen wir mit Histogramm an. Jetzt muss man darauf achten, dass man bei Einstellungen den unteren Layer oder untere Ebene wählt als Referenzebene. Ja, man kann auch oberen oder unteren wählen. Und hier bei Input-Ebenen aktive und die darunter. Und als Ausgangsebene sollen die aktive Ebene sein. Das heißt, der Plugin wird dann die neuen Ebenen erstellen und nicht die bestehenden Ebenen verändern. Okay, wie sieht es aus? Es ist nicht schlecht, aber es ist irgendwie übersättigt bei Histogramm. Wir schauen uns mal, was der nächste anbietet und wie es aussieht. Es ist nicht schlecht, vor allem diese Patch-Based berücksichtigt auch die Transparenz, aber die Ballerina sieht ein bisschen blass aus. Man kann hier mit diesem Regler noch ein bisschen spielen und schauen, was dann passiert. Also es gibt keine großen Veränderungen, so wie es aussieht. Ja, vor allem das Bläuliche hier gefällt mir nicht. Also er überträgt die Farben nicht so korrekt, nicht so richtig. Ach hier, okay. Ach hier, das könnte man nehmen, aber natürlich sieht es ein bisschen blass aus. Andere Regler machen keine großen Veränderungen. Ja, vielleicht sowas. Es ist allerdings überbelichtet. Ja, also lass uns mal schauen, was nächster Filter bietet. PCA. Ja, der ist nicht schlecht. Also wie gesagt, immer darauf achten, welche Ebene ist Referenzebene. Und auch diese Einstellungen, was ich von vorhin gesagt habe, auch beachten. Ich habe das vorhin gemacht, insofern sind die Einstellungen schon korrekt. Und lass uns mal gucken, was die letzte Option bietet. Ah, nee, das ist zu sehr blau. Okay, so wie es aussieht. PCA Filter bietet die beste Option und den werden wir auch nehmen. Wir müssen einfach auf OK klicken. Und wir haben unsere Ballerina
die an das Hintergrundbild angepasst ist. Allerdings, Transparenz ist weg, die ist nicht mehr ausgeschnitten, aber das ist kein Problem, wir können schon unsere ausgeschnittene Ballerina schon mal nutzen, um das wieder rückgängig zu machen. Also zuerst Alpha zur Selektion und jetzt haben wir wieder Ballerina selektiert und wir können das nochmal an die obere Ebene anwenden, indem wir einfach mal eine Kopie machen, Steuerung C und dann nochmal Steuerung V und Ballerina in neue Ebene einfügen. So, jetzt haben wir die angepasste, farblich angepasste Ballerina. Ich schalte mal die allen anderen Ebenen aus. Und die könnte man dann nutzen, um sie auf Hintergrundbild zu übertragen. So, wie man sehen kann, unsere Ballerina ist jetzt farblich angepasst an das Hintergrund. Und bevor wir aber weitermachen, möchte ich gerne noch ein paar Korrekturen machen. Und zwar einmal ein paar Artefakte löschen, die man hier findet. Und ich möchte gerne Ballerina auch von der Helligkeit her anpassen. So, zuerst machen wir Artefakte weg. Wir nutzen wieder Alpha-Kanal als Selektion. Und um das hier zu löschen, muss man einfach Selektion ein bisschen kleiner machen. Das kann man hier bei Select Shrink, vielleicht so 5 Pixel. Und jetzt ist die Selektion kleiner. Jetzt invertieren wir die Selektion und nutzen Radiergummi, um die Artefakte zu löschen. Zuerst bei unseren Ballerina, bei dem wir die Farbe geändert haben. Vielleicht ein bisschen weniger. Die Größe. So. Das muss man jetzt nicht überall machen, aber so ein paar Stellen. Und das gleiche nochmal beim Original. So in etwa. Ach, hier noch. Okay. So, keine Selektion mehr. Ja, also Artefakte sind jetzt weg. Und jetzt muss man sie noch farblich anpassen. Wir können wieder Original nutzen, um die Farbe, um die Helligkeit wiederherzustellen. Wir verschieben es hier, also unter unseren farbig veränderten Ballerina. Und jetzt wählen wir wieder die oberste Ebene und als Blend Mode wählen wir nicht Lightness, sondern Farbe. So. Ja. Jetzt ist sie farblich und auch von Helligkeit her angepasst. Wir machen daraus eine neue Kopie, neu von Sichtbaren und wir haben unsere Ballerina bereit für Montage. So, wir werden jetzt unsere Ballerina in das Hintergrundbild übertragen. Das machen wir, indem wir einfach mal die Ebene kopieren, Steuerung C, gehen in das Hintergrundbild und mit Steuerung V fügen sie ein als neue Ebene. So, die ist jetzt ein bisschen größer als das Hintergrundbild. Das muss man jetzt verändern. Dafür nutzen wir dieses Werkzeug hier, Unified Transform Tool.
Das ist ein sehr interessantes Werkzeug, weil man damit eine Menge machen kann. Also zuerst klickt man die Ballerina an. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man hier machen kann. Also man kann sie rotieren, indem man außerhalb diesen Rahmen geht. Oder man kann es dreidimensional verändern, indem man auf diesen kleinen Viereck geht. Zum Beispiel so. Oder man kann es kleiner und größer machen, indem man in diese große Quadrate geht. Also bei Ecken muss man darauf achten, dass man zwischen diesen großen und kleinen Viereck sich befindet, um das Bild kleiner und größer zu machen. Man kann es noch schräg machen. Und so weiter. Was wir jetzt machen werden, wir werden sie erstmal kleiner machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in diesen Bereich. Mit Steuerung-Taste kann man dann das Bildratio so lassen, wie es war. Und wir machen sie jetzt kleiner. Und wenn man irgendwo in der Mitte klickt und es zieht, kann man es dann auch bewegen. Ja, vielleicht ein bisschen kleiner. So, mal Ausschnitt größer. Ja, ein bisschen größer eventuell. So, die ist jetzt perfekt. Und wenn man hier auf Transform klickt, die Änderungen werden übernommen. Und wir haben unsere Ballerina übertragen auf das Hintergrundbild. Wir müssen jetzt unsere Ballerina an die Lichtverhältnisse des Hintergrundbildes anpassen. Und bevor wir das tun, möchte ich gerne erstmal eine Kopie machen. Als Sicherheit. Und die ist ein bisschen blass. Vielleicht zuerst erhöhen wir ein bisschen Kontrasten mit Kurven. So in etwa. Ja, nicht zu viel. Okay. Und als nächster Schritt müssen wir Schatten hier machen. Wir können diesen Schatten malen, aber das wird zu aufwendig. Wir können uns aber auch die Ballerina zunutze machen, um so eine Art Vorlage für das Schatten zu machen. Und das machen wir so, indem wir dieses 3D-Transformation-Tool benutzen, eine Kopie machen und zuerst die Ebene horizontal spiegeln. Und jetzt nehmen wir diese diese 3D-Transformation-Tool und machen wir die Ballerina ein bisschen schräg. Oder so in etwa. Lass uns mal gucken, wie es am besten passt. Okay. Und jetzt nutzen wir wieder diese Unified Transform Tool, um zuerst die Ballerina zu rotieren. Nehmen wir als Rotationszentrum Fuß von ihr und rotieren es nach unten. Bewegen es ein bisschen zu dem Fuß. Und jetzt müssen wir sie noch einschrägen. Das machen wir mit diesen
Werkzeug hier, so dass es schön passt. Na, vielleicht zu viel. Wir müssen darauf achten, dass die Perspektive stimmt. Das muss jetzt nicht 100% perfekt sein, aber man sollte schon darauf achten, dass es einigermaßen realistisch aussieht. So. So, jetzt haben wir eigentlich die Vorlage für Schatten. Bei Erstellen dieser Schattenvorlage habe ich vergessen zu sagen, dass ich intuitiv schon darauf geachtet habe, in welchem Winkel Licht kommt. Ich habe mich einfach mal orientiert an Schatten anderer Objekte, wie zum Beispiel von dieser Uhr. Ja, das ist in etwa 20 bis 30 Grad Winkel. Und das widerspiegelt sich ein bisschen im Schatten. Darauf muss man unbedingt achten, weil sonst wirkt das unrealistisch. So, und jetzt als nächstes Schritt möchten wir gerne aus dieser Vorlage einen Schatten machen. Zuerst möchte ich gerne die Ballerina über unsere Schattenvorlage stellen. Und jetzt gehen wir zu der Schattenvorlage, wählen das als eine Selektion, also Alpha zur Selektion. Mit Entfernen-Taste löschen wir diese Vorlage und Selektion bleibt bestehen. Wir nehmen jetzt einen Pinsel. Farbe soll schwarz sein. Vielleicht die Größe ein bisschen größer. Vielleicht nicht so groß. Und malen jetzt über das Schatten. Vielleicht nehmen wir die Transparenz ganz hoch. So. Jetzt haben wir unseren Schatten. Wir brauchen jetzt keine Selektion mehr. Und ich werde auch eine Kopie davon machen, zur Sicherheit. Ich schiebe es auch unten. Natürlich, Schatten ist noch nicht so realistisch, weil erstmal ist es zu dunkel und es ist sehr scharf. Also zuerst machen wir Schatten ein bisschen transparenter, so dass es in etwa mit Schatten von anderen Objekten passt. Und wir brauchen noch ein bisschen Weichzeichner. Gaußscher Weichzeichner, wir schauen wie groß. Ja, das ist vielleicht so viel, mehr nicht. So, wir haben jetzt Schatten von Ballerina. Und im nächsten Schritt müssen wir noch weiter an unseren Lichtverhältnissen basteln. Schatten muss noch angepasst werden und auch
Schatten auf ihrem Körper selber. Für die Schatten an Ballerina selbst werden wir eine Technik benutzen, die man aus analogen Fotografie kennt, die Technik des Abwedelns und Nachbelichtens. Und für diese Technik bietet GIMP auch ein Werkzeug. Allerdings, ich möchte dieses Werkzeug nicht benutzen, sondern eine andere Methode, weil ich mit Hilfe dieser Methode auch Blendmodi benutzen kann und damit nach meiner Auffassung ein bisschen mehr realistische Ergebnisse bekommen kann. Also ich wechsle wieder zum Pinsel. Ich werde eine Kopie von unserer Balletttänzerin machen, eine neue Ebenengruppe erstellen und sie in diese Ebenengruppe reintun. Dazu werde ich noch über unsere Balletttänzerin eine neue Ebene, transparente Ebene erstellen. Und das werde ich jetzt mal nennen. Umbenennen, nur das Doppelklick. Abwählen und nachbelichten auf Englisch. Und jetzt werde ich unsere Tänzerin wählen, indem ich wieder Alpha zur Selektion mache. Ich gehe auf unsere transparente Ebene. Für transparente Ebene wähle ich Softlight als Blend Mode. Nehme Pinsel, vielleicht die Deckkraft ein bisschen weniger, die Größe des Pinsels anpassen. Und wir malen jetzt dort, wo man die Schatten erwartet. Und wir schauen die Veränderungen. Also wir müssen immer die Logik des Lichtes folgen. Und wenn Licht von links kommt, muss alles, was rechts ist, im Schatten sein. Vielleicht nicht übertrieben, aber einigermaßen angepasst. Wir können auch zwischen Blendmodi wechseln. Vielleicht nehmen wir Overlay. Ja, das ist sogar besser. Allerdings verändern sich dadurch auch die Farben. Um die Farben zu schützen, werden wir unsere Gruppe wählen und auch eine Blendmodi anwenden. Und das wird LCH Lightness. Damit wird nur Helligkeit beeinflusst und die Farben bleiben bestehen. Also wir gehen jetzt zurück zu unserer transparenten Ebene und malen weiter. Also überall dort, wo man Schatten erwartet, sollte man malen. So, vielleicht hier noch ein bisschen. Mit STRG T können wir Ansicht des Auswahls ausschalten, dass uns das nicht stört beim Arbeiten. So, wir schauen uns mal vorher und nachher. Was passiert, wenn ich diese Ebene dupliziere? Quatsch, hier. Das ist zu viel. Transparenz ändern. Ne, braucht man nicht. So. Jetzt ist unsere Tänzerin an die Lichtverhältnisse angepasst.
Und als nächstes Schritt möchten wir gerne noch das Schatten, die sie wirft, ein bisschen verändern und es realistischer machen. Also wir kehren jetzt zu unseren Schatten zurück, löschen, was zu viel ist, mit Radiergummi. Also, was ich vergessen habe, Selektion zu löschen. So, jetzt können wir weiterarbeiten. Okay. Und jetzt nehmen wir wieder Pinsel. Schwarz natürlich. Vielleicht erstellen wir eine neue transparente Ebene, dass wir unseren Schatten selbst nicht verändern. Und malen dort weiter. Und was wir jetzt hier malen müssen, ist Kontaktschatten. Also das ist der Schatten, wo Objekt den Boden berührt. Das kann man so vergleichen, ein bisschen wie mit diesem Schatten, das Buch hier, Rand des Buches hat. Das muss man ein bisschen verstärken und eventuell auch hier ein bisschen mehr Schatten geben. Also zuerst machen wir Pinsel kleiner. Transparenz vielleicht ein bisschen größer. Und malen dort, wo wir Kontaktschatten erwarten. Jetzt ein bisschen größeren Pinsel und weniger Deckkraft. Ja. Muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt. So. Und genauso hier. Transparenz ein bisschen weniger. Vielleicht zweimal, dreimal. Mit dem Pinsel hier gehen. Vorher, nachher, ja. Das sieht einigermaßen gut aus. Vielleicht ein bisschen hier. Und hier muss man natürlich Schatten ein bisschen löschen. Das war zu viel. Schatten sollte übergehen. Vielleicht doch ein bisschen. So. Ja, das sieht besser aus. Okay. Also, wir haben jetzt Schatten auch korrigiert. Und wir schauen, ob wir noch ein paar insgesamt Korrekturen machen und damit diese Episode beenden. So, wir erstellen jetzt aus unserem Ergebnis eine neue Ebene. Wir gehen jetzt ganz oben und dann neu aus Sichtbaren. Schieben es raus aus der Gruppe. So, machen eine Kopie zur Sicherheit. Und jetzt könnten wir ein bisschen Kontrast noch verbessern mit Kurven. Vielleicht ein bisschen kontrastreicher. Ja, vielleicht nicht übertreiben. Mal schauen, wo es am schönsten aussieht. So, Mitteltöne ein bisschen weniger.
bisschen mehr. Ja. Okay. Wir müssen ein Bild noch ein bisschen schärfer machen. Das können wir mit High-Pass-Filter machen. Das Schöne an neuem GIMP ist, dass man jetzt die Blenden und die direkt in Filter selbst auswählen kann. Also wir wählen jetzt lineares Licht als Blendmode. Das ist jetzt so viel. Also vielleicht so 2 Punkte. Ja, das ist schön. Und vielleicht machen wir so eine sanfte Ausleuchtung noch mit Hilfe von Bloom-Filter. Mal schauen. Softness, Radius ein bisschen höher. Mal schauen, wie groß. So in etwa. Und ja, vielleicht sogar noch weniger. So ein bisschen Weichzeichner. Okay. Ja. So. Unsere Montage ist fertig und wir sehen uns nächsten Mal.